Hallo, herzlich willkommen auf Marios Channel. Heute machen wir einen Boston Butt Schinken. Ich habe jetzt ein 4,7 Kilogramm Stück. So, das ist ein Stück vom Schwein. Der ist auch jetzt mit ein bisschen Knochen noch drin. Habe ich jetzt allerdings drin gelassen. Deswegen auch hier das Einstechen. Das ist ein 4,7 Kilogramm Stück. Und das ist schon riesig. Und dass das Pökelsalz auch überall hinkommt, steche ich das überall ein bisschen durch. Braucht da keine Angst zu haben, das sieht man später überhaupt gar nicht. Dazu benutze ich Nitrit-Pökelsalz, 0,4 bis 5%, könnt ihr jetzt sehen. Und wir wiegen jetzt das Pökelsalz ab. Ich benutze jetzt 33 Gramm auf 1 Kilogramm Fleisch. So, da hole ich mir mal das Backblech aus dem Backofen und bestreue das mal mit der Hälfte vom Salz. Ein bisschen gleichmäßig verteile, dass das Salz auch überall gleichmäßig hinkommt. Jetzt mache ich erstmal die 4 Seiten. Überall einreibe, in Ritze und in Kante, richtig fest und tief einreibe, dass das Salz überall hinkommt. Empfehlung von mir, 2-3 Gramm Salz mehr dran machen noch, 35 Gramm wäre das Ding perfekt. Ihr könnt auch den Boston Butt auseinanderschneiden, könnt euch den Knochen rausholen und dann 2 oder 3 Stücke davon machen. Das gibt schon ein bisschen was. Das ist ein 4,7 Kilogramm Stück und normalerweise geht das bis zu 6 Kilogramm. Hauptsächlich hier am Knochen rundherum gut einreibe. Seht ihr, in das Loch reinstopfe, ein bisschen mehr reinstopfe. Nehmen wir gerade vom Blech das Salz ein bisschen und stopfen da noch ein bisschen mehr rein, weil das ist immer so eine Sache, wenn eine Knoche drin ist. Die Amerikaner benutzen das sehr oft für Pulled Pork. Ich habe es halt jetzt benutzt zum Schinken machen und ich muss sagen, super lecker, habe ich noch nie gehabt. Es ist einfach viel, viel weicher, wie wenn ihr jetzt zum Beispiel so eine Oberschale nimmt, für Schinken zu machen. Es ist viel, viel weicher und was ganz anderes. Es ist ein ganz feiner Schinken, wie so fein geschnittener Serrano, sage ich jetzt mal. Allerdings habe ich jetzt auch mehrere Stücke geschnitten und tue den dann später, nochmal räuchern. Also die einzelnen Stücke tue ich dann später nochmal räuchern. Oben und unten überall schön einmassiere, dann ist das wunderbar. So, jetzt habe ich ja hier extra das Stück so genommen, dass da noch ein bisschen Speck dran ist, weil das schmeckt wirklich auch sehr fein, der Speck. Der wird ganz weich und ganz zart. Der ist sau lecker. Wenn das mal geräuchert ist und ist so ein bisschen getrocknet, ein Gedicht, sage ich euch. Ich habe es dann ein bisschen tiefer eingeschnitten. Aus dem Grund wieder, dass das Salz überall hinkommt. In das Eingeschnittene habe ich überall kräftig Salz reingerieben, dass das richtig gut durchwirkt. Wenn euch das nicht gefällt mit der Schwarte, das könnt ihr auch wegschneiden. Aber wie gesagt, es schmeckt halt auch wirklich gut und die Saftigkeit ist auch perfekt. So, dann habe ich eine Gewürzmischung. Salz, Pfeffer, Knoblauch, Koriander, Lorbeerblätter, Thymian, Wacholderbeeren. Und benutze ich wie immer meine Gewürzmischung von Fuchs ist die ist sehr billig. Könnt ihr mal bei Marios Channel im Shop gucken. Ich verlinke euch das mal unten drunter. Die ist eigentlich komplett die Gewürzmischung. Da braucht ihr sonst gar nichts mehr dran zu machen. Könnt ihr aber auch würzen, wie ihr das möchtet und wie es euch schmeckt. Der eine mag es ein bisschen mehr, der andere ein bisschen weniger. Und das tun wir auch überall einreiben mit den Gewürzen. Ist schnell gemacht, dauert ungefähr 10 bis 15 Minuten. Und dann habt ihr das Stück schon so weit zum Vakuumieren. So, jetzt ist überall gut was dran. Da habe ich noch so ein bisschen Thymian, das habe ich damals aus Spanien mitgebracht. Ich habe es gesehen, man kriegt es jetzt mittlerweile auch. Ich weiß nicht, wo ich es gesehen habe. Im Discounter kriegt man es jetzt mittlerweile auch. Dann habe ich noch ein bisschen draus was vom Garten geholt. Ein bisschen Rosmarinzweige. Da mache ich alles noch ein bisschen drüber. So, dann schneide ich noch schnell meine Knoblauch dran. Da habe ich jetzt pro Kilogramm Fleisch, habe ich da 2 Zehe Knoblauch benutzt. So, dann sind wir schon soweit. Ich tue das dann immer in 2 Tüten reinmachen. Ich habe jetzt diese Tüte, wo er schon eingeschweißt war, die habe ich jetzt nochmal benutzt. Der Rest
von den Gewürzen. Schmeiße ich natürlich nicht weg, kommt noch alles in die Tüte dazu. So, dann kommen wir schon zum Vakuumieren. Also ich gehe immer hin, schmeiße das dann an jeder Seite zweimal zu, dass es auch dann zu bleibt. Weil es bildet sich nach 2 Tagen, bildet sich dann gut Flüssigkeit drin und das soll man dann auch nicht in den Kühlschrank reinlaufen. Ich lagere den Schinken ungefähr bei 5 Grad, das ist bei mir das unterste Fach im Kühlschrank. Ideal, bei dem Wetter könnte man den ja sogar rauslegen. Wenn er Bierchen holen geht, am Kühlschrank drückt er ihn ein bisschen, dann tut sich das alles besser verteilen. Hier könnt ihr sehen, habe ich auch noch einen Schinken. Habe ich schon mal längere Zeit gemacht. Der liegt jetzt auch schon lange im Kühlschrank. Geht aber nichts kaputt, dadurch, dass es vakuumiert ist. Salami haben wir auch noch genug, also ist alles genug da. Sollte mal wieder eine Zeit lang halten. So, der war ungefähr 45 Tage in der Kühlung. Wie ihr seht, der hat schön Wasser gezogen und in dem Wasser pögelt er sich auch. Also wenn so ist, ist es gut. Wie gesagt, alle paar Tage raushole, ein bisschen drücke, rumlege, dass die Pögellage sich überall verteilt. Ich hole den jetzt mal raus. Ich habe dann extra eine Bürste und tue das mal schön abbürste. So ein paar Pfefferkörner, das könnt ihr dran lassen, das schmeckt sogar gut. Also ich mache es jetzt so grob ab und die Wacholderbeere, die schmecken nicht, aber so ein paar Pfefferkörner und so ganz klein bisschen was kann man dran lassen, das schmeckt sogar noch gut. Also nachdem ihr den abgewaschen habt, ist er ja sehr nass. Dann müsst ihr den gut trocken tupfen mit Küchenpapier. Der muss schon sehr trocken sein. Auch jetzt hier in Ritze und Kante schön sauber machen. Der sollte dann normal mindestens für eine Woche in einen kühlen Raum. Braucht ihr keine Angst zu haben, geht nichts kaputt. Könnt ihr euch so ein Säckelchen holen, kriegt ihr bei Edeka. So Stoffsäckelchen sind das. Die sind sehr gut. Bei mir war es sogar ein bisschen feucht, noch über 70% Luftfeuchtigkeit gehabt, fast 80 und ist trotzdem nicht angelaufen. So, ich habe da jetzt wieder meinen eigenen Trick. Man sagt ja auch, Schinken weghängen zum Durchbrennen. Ich finde, das muss man eigentlich nicht machen. Ich mache das immer anders. Ich gehe jetzt hin und tue den in meinen Gourmet Max reinschieben. Der Gourmet Max könnt ihr auch ein Video gucken von mir. Habe ich laufe 2 Stück. Der hat ja auch eine Trockenstufe. Und da gehe ich jetzt einfach auf 30 Grad und lasse den mal so 20 Minuten bis eine halbe Stunde drin. Mit 30 Grad. Und da passiert gar nichts mehr. Der ist dann furztrocken und das ist ja das Wichtigste, dass der nachher richtig gut trocken ist, bevor ihr anfängt zu räuchern. Allerdings habe ich ihm nach dem Trocknen immer noch längere Zeit, also mindestens waren das noch 2 Wochen im Keller hängen gehabt, weil einfach das Wetter nicht gepasst hat. Hier habe ich einen Sparbrand mir selbst gemacht, könnt ihr auch gucken. Läuft auch ein Video und wollte ich erst benutzen, aber ich habe mir es dann doch überlegt und habe dann meine kleine Sparbrände benutzt. Warum habe ich 2 benutzt? Aus dem Grund, da bekomme ich mehr Rauch. Hätte ich einer benutzt, hätte ich wenig Rauch. Bei 2 bekomme ich mehr Rauch, weil ich da noch Mettwürste hatte, die ich noch mitgeräuchert habe. Und ich räuchere jetzt wieder in meiner großen Tonne. Ist zwar nicht so ideal, weil das Blech ja eiskalt ist, weil es draußen kalt war. Und es kann dann sein, dass ich Kondenswasser kriege. Bei mir war es noch gut gewesen. Es war morgens leicht mit Kondenswasser, aber auf dem Räuchergut war überhaupt gar nichts drauf. Dann bekommt er auch nicht so viel Rauch dran, wenn das mal schon so ist. Aber es hat gereicht vom Geschmack her. Ideal, nicht überräuchert. Es waren jetzt 12 Stunden und muss sagen, war ideal gewesen. So, da kommen wir noch mal kurz zum Sparbrand. Wie ihr seht, ich habe das immer rechts angesteckt. Auf beide Seiten, also 2 Sparbrände auf der rechten Seite angesteckt. Das kann man dann links auch nochmal anstecken. Dann habt ihr auch nochmal die doppelte Rauchmenge. Umso fester ihr das Mehl stopft, umso langsamer brennt es ab, umso kälter die Temperatur. Umso weicher ihr das Mehl stopft, umso schneller brennt es ab, umso höher die Temperatur. Genauso ist es, wenn ihr einen größeren Räucherspar nehmt, brennt er schneller ab, weil zwischendrin sind ja dann Luftlöcher
beim größeren Räuchersparen. Dann brennt das auch schneller ab. Deswegen benutzt man dann auch für Heißrauch oder Warmrauch, es gibt ja Kalt, Warm- und Heißrauch, benutzt man dann auch größere Späne. Und wir wollen ja heute kalt räuchern bis 22 Grad und deswegen benutze ich 0,1 bis 0,4 mm Räucherspan. Könnt ihr auch bei mir im Shop gucken, könnt ihr dann auch kaufen, dort günstig. Ja, dann kommen wir schon zum Ergebnis von meinem Boston Butt. Ist sehr, sehr lecker geworden. Ist was ganz anderes, wenn ihr so ein Oberkeulestück habt oder so ein Schinkenstück. Es ist ganz, ganz fein und ist ganz, ganz zart. Unglaublich, wie zart das Fleisch ist. Ich habe nur später nochmal durchgeschnitten. Ich zeige es euch gleich nochmal, um zu sehen, ob er auch innen schön durchgepökelt ist. Also ist Gott sei Dank alles gut gegangen. Auch mit dem Knochen. Ist ja ein Knochen drin. Ich bin wirklich sehr begeistert und ich werde das auf alle Fälle wieder machen. So, das war mal so eine Idee von mir, aber wirklich was ganz Feines. Schaut es euch nochmal an, ist lecker und ich habe den nochmal aufgeschnitten, um zu sehen, ob er auch innen drin schön durchgepökelt ist. Einwandfrei alles. Also wirklich tipptopp. Und ich tue die einzelnen Stücke, tue ich ja nochmal räuchern und nochmal separat vakuumieren. Ich sage dann mal Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer Marius. Ciao, ciao.